So, hallo. Wir wollten einen weiteren Test von unserem Produkt- und Qualitätsmanagement zeigen. Alle wissen, im Bogensport zählt Torsionssteifigkeit als einer der Kenngrößen für Präzision bei unseren Wurfarmen oder generell im Wurfarmbereich. Durch unsere Neuerungen hier bei unserem neuen Produkt Fiberstar Carbon Force oder der Fiberstar Reihe haben wir eine patentierte Lösung für eine extrem hohe Verbindungssteifigkeit und auch eine sehr homogene Verbindungssteifigkeit. Man sieht also gleich bei diesem Test hier, den ich gleich erkläre, wie gleichmäßig der Aufbau ist, was auch nachher zu einer geringeren Streuung führt und einfach eine höhere Präzision und Fehlerverzeihlichkeit auch generiert. Wir haben jetzt hier verschiedene Mitbewerber, Wurfarme aus demselben Preisbereich dazugelegt, plus unseren High-End-Wurfarm aus den Manufakturzeiten noch, um auch zu zeigen, dass wir selbst mit dieser neuen Technologie selbst High-End-Geräte aus dem eigenen Haus sogar schlagen werden. Ich nehme jetzt hier mal unseren ersten Versuchsaufbau, erkläre jetzt hier noch gerade die Maschine. Wir werden hier gleich ein 5 Kilo schweres Gewicht, das ist hier dieses wunderschöne Teil, auf 200 mm Distanz einmal links und einmal rechts in diese sich drehende Achse einspannen. Der Wurfarm kommt jetzt gleich hier in diese Aufspannung und wird auch auf 200 mm Länge gemessen. Wir haben also eine Austragung von 200 mm plus einen Hebel von 200 mm. Wir nehmen den Keil mit rein und messen den vordersten Teil, da er, sage ich mal, zu allen Geometrien, die auf dem Markt unterwegs sind, auch einen, sage ich mal, verlässlichen Reflex bzw. den verlässlichsten Teil irgendwo generiert, den man im Vergleich auch messen kann. Durch den weiteren Reflexverlauf oder einen zu starken Recurve ist es vielleicht sonst schwierig, eine Objektivität herzustellen, beziehungsweise nachher auch im Schluss ist es so, je nachdem wie stark das eigentlich in diesen unteren festen Teil reindrückt, müsste dieser Teil ja eigentlich auch alles halten. Deshalb ist es für uns interessant gewesen zu sagen, objektiv messen wir den vorderen Teil. So, ich spanne jetzt hier mal die Auflagenfläche quasi ein und dann die ersten 200 mm. Kann ich runterlassen. Er ist jetzt fixiert. Wir lassen jetzt auf der linken Seite das Gewicht rein. Kommen jetzt etwa bei, Madeleine, kann ich ja mal schreiben, 12,5. Und dann wieder auf 0. Und wieder hier rein. Und sehen jetzt schon, dass hier ein Unterschied ist. Wir sind jetzt hier bei 17, dass wir quasi von links nach rechts jetzt schon einen deutlichen Unterschied haben. Obwohl es die gleiche Kraft, die gleiche Länge ist. Das sind wohl bauunterschiedliche, sage ich mal, Mängel vielleicht dann in der Herstellung oder auch in der Festigkeit. Sprich, es wird ziemlich schwierig, so einen Teil eigentlich gerade einzustellen, obwohl er vielleicht nach Einrichtung oder sonst irgendwas statisch gesehen gerade mit der Sehne verläuft, wird er wahrscheinlich im Benutzen trotzdem nachher irgendwo wackeln. Dann nehmen wir hier den nächsten. Ja. So, fangen wir hier links an. Ich habe hier 12. Oh. 16. Das ist ja auch ein relativ großer Unterschied. 40%. Es ist alles klassischer Laminatbau, alles Einsteigerbereich von, sag ich mal, 200, 300 Euro in dem Bereich, wo wir uns auch mit unseren Produkten jetzt bewegen. Ja. So. 11.
12,5. Der ist jetzt noch recht gleichmäßig, nur 1,5 Grad Unterschied, bisher der beste. Wieder einmal öffnen. So. Carbon-Schaumkern, Kreuzgewebe, eigentlich so ziemlich alles dabei, was man sich wünscht. Okay. Was ist jetzt da? Haben wir jetzt 9 zu 12,5. So, das war die Mitbewerberserie. Jetzt holen wir unseren Fenrir. Ist ein sehr torsionssteifer Wurfarm als Super Recurve. Wir haben uns immer sehr viel Mühe gegeben beim Laminieren, Fasern auslegen, sonst irgendwas, eine möglichst gleichmäßige Aktion hinzubekommen. Ist trotzdem immer noch der alte Laminatbau. Sieht man trotzdem Unterschiede. Ja. Ja, 10. 1 Grad. So, jetzt der neue. So, einmal linke Seite lassen. Jetzt sieht man schon direkt einen großen Unterschied. Wir gehen immer bis 12 oder fast 20 raus, sondern liegen jetzt bei 5,5. Gleiches Zugriff bei allen. Wir kommen nach hier genau bei 5,5 raus. Also man könnte jetzt sagen, ja, der David hat es lange ausgesucht und so lange rumprobiert, bis er was Blödes gefunden hat. Wir messen das jetzt seit 1,5 Jahren durch. Bei allen Fluggewichten, allen Größen. Und wir haben noch nie mehr wie insgesamt 1 Grad gefunden. Also die Abweichungen sind meistens bei identisch oder 0,5 Grad. Das Schlimmste, was wir jetzt gefunden haben als totaler Baufehler, war mal 1 Grad. Und diese neue Technologie ist jetzt doppelt so verwindungssteif, selbst zu unserem High-End-Produkt, und extrem homogen. Das muss dazu führen, dass eigentlich bei Lösefehlern weniger passiert, weil alles von oben rein wirklich in die Kraft reingestützt wird. Es ist links wie rechts gleich. Man hat also einen sehr, sehr gleichsamen Kraftverlauf. Und das ist eins der neuen Geheimnisse und, sage ich mal, Features, die euch beim Schuss auf jeden Fall weiterhelfen werden. Man kann sich das hier nochmal gern irgendwie als Zahlen jetzt mal rum angucken. Also ich glaube, die schlimmsten waren hier 12,5 zu 17, sehr weich. Großer Unterschied, da kommt ja noch der andere dazu. Hier auch, der war mit der Beste jetzt von der Konkurrenz. Und bei uns, sage ich mal, bei dem High-End sind wir froh, dass wir da eigentlich noch einen humanen Unterschied irgendwo haben. Und hier ist es wirklich identisch und die Hälfte der Zahlen, also doppelt so viel Kraft. Und das ist schon der neuen Technologie geschuldet. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen aufklären können, was da insgesamt jetzt passiert. Es folgen noch weitere Videos über Tests, aber das ist auf jeden Fall ein weiterer Meilenstein, was Stabilität, Tuning, Streuung und so angeht, wo wir sehr stolz drauf sind.